Hallo, mein Name ist Chris von Just The Interactive. Wir haben die letzten Wochen und Monate damit verbracht, an Drover, an Patch 1.3 zu arbeiten. Und ich werde dir heute alle News dazu erzählen, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Punkt Nummer 1, wir wollen Feedback von dir haben. Leute, die mich kennen oder Leute, die uns schon lange hier auf dem Kanal verfolgen, wissen, dass es mir unglaublich wichtig ist, mit euch zusammenzuarbeiten. Sprich, dein Feedback. Was gefällt dir? Was findest du gut? Was findest du gar nicht gut? Oder was denkst du ist das beste Feature überhaupt? Oder was für Ideen hast du? Was für Erfahrungen hast du gesammelt? Das ist uns sehr wichtig und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir Patch 1.3 als Open Beta veröffentlichen. Das heißt, du kannst 2 Wochen ab heute spielen und uns Feedback dalassen, damit wir eine richtig geile Version Patch 1.03 hinbekommen. Deswegen, wenn du Bock hast, kannst du ab jetzt spielen. 2 Wochen würde mich sehr freuen. Aber natürlich kommt jetzt die Frage auf, was ist überhaupt alles im Patch drin? Und deswegen möchte ich jetzt mit euch drüber reden, was alles im Patch drin ist. Denn natürlich ist der Patch unter dem Motto, irgendwas im Fleischmoor passiert. Und das ist natürlich das Erste. Wir haben einen richtig geilen Kampf eingebaut. Das ist der Fleischmoor-Kampf. Und der ist natürlich der Hauptpunkt, worum es geht. Wir wollten auch gerne mal austesten, wie ist das, wirklich einen starken Gegner zu haben. Also sprich, nicht dynamische Gegner, sondern statische Gegner. Und haben uns da so ein bisschen ausprobiert. Deswegen der Fleischmoor, der Boss, den man da trifft, ist auf jeden Fall Highlight Nummer 1. Was wir dann noch eingebaut haben, sind neue Zauber. Sprich, es gibt ja bei uns 2 Kategorien, einmal eine Fähigkeit und einmal einen Runenzauber. Und wir haben für beide diese Kategorien neue Zauber eingebaut. Das heißt, es gibt neue Runenzauber, das sind halt die starken Zauber, aber wir haben auch jetzt Zauber eingebaut für Melee. Weil momentan sind ja Zauber Magiezauber, sage ich mal so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt mich dazu entscheiden möchte, dass ich nur Nahkämpfer spielen möchte, habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, Nahkampfzauber zu benutzen, zum Beispiel Rundumschlag oder sowas in dieser Richtung. Deswegen haben wir für jeden Waffentyp noch einen Zauber eingebaut, der keine Fähigkeit ist. Und der hat richtig Wumms hinter. Und wir haben ganz viel Feedback von euch bekommen, dass viele Leute sich gewünscht haben, dass man schon früher zaubern kann, sprich nicht erst, wenn man den Runenstein bekommt. Deswegen haben wir auch Zauber dafür eingebaut, die man jetzt finden kann in der Welt, die am Anfang sehr starke Zauber darstellen und die du auch sofort lernen kannst, ohne dass du in Kapitel 4 sein musst, wo du deinen Runenstein bekommst. Der nächste Punkt ist ein starker Spoiler, deswegen sage ich jetzt mal ein bisschen Spoiler und achte drauf, bis ich wieder Spoiler sage, dann kannst du den Ton wieder anmachen. In Akt 3 ist ja die Mission so ein bisschen da, dass man den Keiler gefangen nehmen muss. Und man als Spieler wird ja schon dazu gezwungen, das zu tun. Das ist persönlich uns sehr wichtig, dass dieser Zwang halt dort da ist, weil du bist in der Fraktion halt erst am Anfang und wir haben relativ viel Feedback bekommen, dass sich das nicht gut anfühlt. Wir können natürlich jetzt nicht die ganze Story umschreiben, aber wir haben bestmöglich versucht, darauf einzugehen und haben uns da sehr viel Mühe gegeben. Wir haben größtenteils sehr viele Dialoge umgeschrieben, was die Expedition selber angeht, aber auch was danach angeht. Danach hat man zum Beispiel den Kontakt hier mit den Ruinenräubern, vor allem mit Raija, und dort kann man auch nochmal sehr stark die Opinion vertreten und kann nochmal das so ein bisschen erläutern oder reflektieren. Was aber für uns der größte Change ist, es gibt jetzt eine Möglichkeit, das Warnen von der Zuflucht anders darzustellen. Das heißt, spiel es auf jeden Fall, guck es dir auf jeden Fall mal an, sag, wie es umgesetzt wurde, ob es dir gefällt. Aber uns war es sehr wichtig, genau diesen Typ abzuholen. Ich möchte das nicht tun, ich finde nicht gut, was hier passiert, weil dieser Layer ist auch der Layer, der da sein sollte oder sein kann. Und darauf sind wir eingegangen und haben dafür extra was eingebaut. Ich möchte es jetzt nicht hier spoilern, denn ich finde, das kann man selber ausprobieren und lasst uns auf jeden Fall dein Feedback da, ob euch das gefällt. Spoiler Ende, du kannst wieder weiter gucken. Dann haben wir uns noch damit beschäftigt, einen neuen Dungeon einzubauen. Die Vergangenen haben ja viel geforscht, viele Sachen gemacht. Es gibt ja auch sehr viele Briefe zu finden. Diese Briefe wurden erweitert, denn es gibt noch einen Layer, der noch nicht ganz so gut kommuniziert wurde, was wir rausgefunden haben durch euer Feedback und sind da noch mal ein bisschen drauf eingegangen. Und dort kann man auch einen neuen Dungeon finden, neue Gegner finden, neue Herausforderungen finden und natürlich auch eine coole Belohnung finden. Und dann gibt es natürlich den Fleischmoor-Dungeon auch noch ein bisschen, aber das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Was wir dann noch geändert haben, wir haben das Höhlenteilset nochmal angepasst, denn da haben wir ganz viel Feedback bekommen, dass die Höhlen alle sehr ähnlich aussehen. Deswegen haben wir jetzt für das Moor, sage ich mal die Höhlen im Moor, haben wir noch ein neues Teilset erstellt und haben das dort eingesetzt. Das sieht hoffentlich ein bisschen besser aus, dass man so den Unterschied merken kann, hey, ich bin in einer Höhle im Moor oder ich bin in einer Höhle im Wald. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten an Feedback geändert.
und natürlich Bugs, die man dann im Changelog natürlich nachlesen kann. Das sind die Changes, die wir eingebaut haben, die großen Topics so. Natürlich muss man sich das im Detail dann angucken, aber das kannst du dir ja angucken. Wenn du es jetzt spielen möchtest, kannst du es jetzt gerne spielen. Oder du wartest halt zu Patch 1.3, was Ende März released wird. Aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber ich habe einen kleinen Freundchen neben mir sitzen. Das ist Kay. Und zwar haben sich ganz viele Leute gewünscht, dass es ein Kuscheltier von Kay gibt. Und dann dachten wir uns, natürlich, wenn ihr euch das wünscht, machen wir das. Das heißt, wenn du auch so ein Kuscheltier haben möchtest, kannst du unten in den Videobeschreibungen auf den Link klicken und kannst dort alle Informationen dazu finden. Ich bin sehr gespannt, ob ihr darauf Lust habt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr süß geworden. Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Das ist unser kleiner Kay und ich hoffe, ihr habt ihn lieb gewonnen, als ihr Drover gespielt habt. Deswegen guckt in die Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt, würden wir uns sehr freuen. Ganz zum Schluss habe ich noch eine News für euch und zwar sind Johannes und ich auf der GDC. Die ist vom 17. bis 22. März in Amerika in San Francisco. Wenn ihr Lust habt oder auch dort seid, könnt ihr uns gerne ansprechen oder schreibt uns auf dem Discord, dass wir uns da irgendwie treffen. Würde mich sehr freuen, ein paar Leute vielleicht von euch kennenzulernen. Sagt einfach Hallo, wir freuen uns sehr. Das waren mal wieder Updates von mir. Das war ein sehr interessanter Monat. Wir hatten extrem viel Spaß. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben auch noch nie so eine Open Beta gemacht. Mal gucken, wie es ankommt. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Schreibt es in den Kommentaren. Kommt auf unser Discord. Ich freue mich sehr drauf und ich bin super gespannt, wie es euch gefällt. Und damit verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. And what darkness dwells in the mist? Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.